Im weißen Kleid am weiten Strand gabst du mein Herz in deine Hand. Ein Sonnenuntergang, ein leiser Schwur, für immer, nur wir zwei, ganz pur. Ein Kuss im Regen, wild und frei, ein Märchen, das kein Ende sei. Du, mein Prinz, mein Seelenlicht, ich die Prinzessin, die zu dir spricht. Und wenn das Leben leise singt, der Wind uns neue Wege bringt, geh ich mit dir durch jede Zeit, verliebt, vertraut, fürs Leben bereit. Wir geben uns heute unser Ja, für ein für immer, ganz nah, ganz klar. Von diesem Moment für alle Zeit sind wir nun Mann und Frau bereit. Emil Ang. Emil. Hallo. Das ist wunderschön. Nicht weinen. Es war einmal vor langer, langer Zeit, um genauer zu sein, vor 589 Tagen und 589 Nächten. Da scrollte ein gut aussehender junger Mann, nichts ahnend durch die Social-Media-App Instagram, auf der Suche nach schneller Unterhaltung, und da entdeckte er ein ihm unbekanntes Profil, @Julia_Hoa. Was für ein interessanter Name, dachte er sich und klickte neugierig drauf. Auf dem Profilbild war eine wunderschöne junge Frau zu sehen, mit Haut so weiß wie Schnee, Lippen so rot wie Blut und Haaren so schwarz wie Ebenholz. In ihrer Bio stand "Forever a Princess". Wie passend, murmelte der junge Mann vor sich hin, denn sie war wirklich eine Prinzessin. Ihre Bilder zeigten eine lebhafte, humorvolle und gebildete Frau, die er unbedingt kennenlernen wollte. Also nahm er all seinen Mut zusammen und machte gar nichts. Denn ihm gingen viele Gedanken durch den Kopf. Was könnte ich ihr schreiben? Ist sie überhaupt noch zu haben? Habe ich überhaupt eine Chance? So entschied er sich erstmal, seine Zeit zu nehmen und sich für eine kluge Strategie auszudenken. Und so sollte sie eine ganze Weile nicht mehr wiedersehen. Doch, wie es das Schicksal wollte, bekam er noch in derselben Nacht eine Benachrichtigung. Julia Hoa möchte dir folgen. Sein Herz schlug schneller. Seine Gedanken rannten ihm durch den Kopf, aber er war überglücklich. Wie konnte sie mich finden, dachte er sich. Da fiel ihm ein, dass er sich ihre Story angesehen hat und sie vermutlich ihn dort unter den Zuschauern gesehen hatte. Sie findet mich wohl interessant, grinste er. Also nahm er ihre Anfrage an und folgte ihr natürlich zurück. Heldenhaft nahm er diesmal all seinen Mut zusammen und schrieb ihr eine nette erste Nachricht. Und so wartete er hoffnungsvoll auf eine Antwort und wartete, bis schließlich eine Nachricht kam. Julia Hoa hat ihr eine Nachricht geschrieben. Vor lauter Freude sprang er auf, tanzte durch den Raum und stellte sich bereits ihre gemeinsame Zukunft vor. So schrieben sie miteinander, tauschten sich ihre Gedanken aus und lernten sich kennen. Sie war sehr eng mit ihrer Familie, interessierte sich für Bücher und liebte es zu backen. Und so trafen sie sich nach 15 Tagen und 15 Nächten in der kleinen Stadt Werdau. Und nach einiger Zeit kam sie dann tatsächlich und stolzierte langsam zum Parkplatz in seine Richtung. Und sie war wunderschön. Die Sonne strahlte in ihrem Gesicht, sie lief wie Slow Motion. Und da dachte er sich schon nur, wow, die werde ich später mal heiraten. Ich erinnere mich noch genau, wie unser erstes Kapitel begann. Am 23. November 2023. Noch ahnte ich nicht, dass du derjenige bist, der mein Leben verzaubern würde. Doch du warst da mit deinem Lächeln, deiner Wärme, deiner unendlichen Liebe. Und ich wusste,
mein Herz gehört dir. Du kamst in mein Leben, um mit dir das Gefühl angekommen zu sein. Du hast mich am Anfang gesehen, nicht als perfekte Prinzessin, sondern als die ich wirklich bin. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Treffen folgte, dann das dritte, dann das vierte. So lange, dass sie irgendwann gar nicht mehr zählten. Die Zeit verging wie im Flug. Sie lernten sich immer besser kennen, trafen die Familien, kochten gemeinsam, reisten und überraschten sich mit kleinen Geschenken. Sie lachten, stritten, versöhnten sich wieder und konnten nicht mehr ohne einander. Ich liebe so vieles an dir. Nicht nur dein Lächeln oder deine Wärme, sondern all die kleinen Dinge, die mir so viel bedeuten. Ich liebe, dass du mir jeden Wunsch von den Augen abliest, ohne dass ich ihn laut aussprechen muss. Dass du mir alles gibst, was du kannst, mit deinem ganzen Herzen, ohne Zögern. Ich erinnere mich genauso gut an den Moment, in dem ich wusste, dass wir Seelenverwandte sind. Wir saßen nebeneinander im Auto auf dem Heimweg von den Bergen von unserem kleinen Italien-Abenteuer. Müde, aber erfüllt. Wir spielten ein Spiel, bei dem wir einen besonderen Moment aus unserer Beziehung auswählen sollten. Ohne dass es der andere wusste, wählten wir beide denselben. Und genau denselben. Ein Kuss im Regen in Karlovy Vary. Unser erster Ausflug, unser erstes kleines Märchen. So viele Möglichkeiten, so viele Erinnerungen. Und doch wählten wir beide genau diesen einen Zaubermoment. Da wusste ich, das kann kein Zufall sein. Du bist mein Seelenverwandter, mein für immer Mensch. Und dann How did I get so lucky? I die when I look in your eyes. Then I come back alive when you touch me. You're the one for me, so here I am to give all I Chúc hai con trăm năm hạnh phúc và luôn luôn hoàn thành sự nghiệp và nhiều sức khỏe. You can always count on me to carry you through. And if you get scared, remember I'll be right there with you. Here's what I'll do, I'm gonna hold you till I run out of time, baby. Oh, I'll always be. und heute, am 25. Mai 2025, verspreche ich dir, vor all den Menschen, die wir lieben, dass ich mit dir für immer in dieses Märchen eintauchen möchte. Ich verspreche dir, dich jeden Tag aufs Neue zu wählen. In Freude, in Stille, in Lachen und in Tränen. Ich verspreche, deine Hand zu halten. In Stürmen, in Sonnenaufgängen, Sonnenuntergängen, in jedem Alltag und in jedem Abenteuer. Ich verspreche dir, dich bedingungslos, unerschütterlich und bis ans Ende unseres Märchens zu lieben. Ich verspreche dir, ich werde immer für dich da sein, wenn du mich brauchst. Wenn du dich einsam fühlst, werde ich meinen Arm um dich legen und dich kraulen. Wenn du traurig bist, bringe ich dir Austern oder Erdbeeren, um dich aufzumuntern. Wenn du sauer bist, höre ich dir zu, bis du nicht mehr sauer bist. Wenn du hungrig bist, koche ich dir die beste Carbonara. Und wenn du krank wirst, werde ich dich pflegen. Und auch wenn ich ein absoluter Superathlet bin, hoffe ich mein Leben lang von deinen Torten essen zu dürfen. Ich liebe dich heute, morgen und für den Rest meines Lebens. Stop my flow. Still got my music snapping. Until